So verstehe ich mich selber und so wurde ich von meinen Eltern getauft. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Bibel und der Wahrheitssuche darin und in dem, was hier so in der Welt geschieht. Ja, ich identifiziere mich als mit Andreas, weil das ist der Name, mit dem ich von Geburt an in diesem Leben angesprochen wurde von allen und diesen Namen habe ich verinnerlicht. Ich kann nicht sagen, ich habe einen anderen Namen, weil dieser Name Andreas eben der ist, der mir gegeben wurde und so wurde ich auch getauft in der evangelischen Kirche. Seit meinem 13., 14. Lebensjahr habe ich das Gefühl, dass ich jüdischer Abstammung bin. Das ist eine Emotion, überhaupt gar nicht durch nichts zu belegen, sondern es ist plötzlich ein Impuls, was mich so dafür interessieren lässt, für das Judentum, für die Geschichte der Juden. Natürlich, als ich gehört habe von dem Zweiten Weltkrieg, von 6 Millionen Juden, die vergast oder verbrannt wurden oder ermordet wurden, deportiert wurden und erschossen wurden. Das hat mich natürlich sehr mit ihnen verbrüdert. Dann die Tatsache, dass ich habe 7 Geschwister. Mein ältester Bruder ist Peter. Als ich zum ersten Mal aus der Bibel die Geschichte las von den Fischerbrüdern, Andreas und Peter, da war bei mir sofort so ein Impuls, das hat mich natürlich interessiert. Oh, es hat jemand meinen Namen, ich habe den Namen dieses Andreas aus der Bibel, das geht jedem von uns so und das wird auch jedem Kind so geben, denke ich mal. Wenn man seinen eigenen Namen plötzlich irgendwo liest, dann hat man da eine besondere Aufmerksamkeit drauf, nicht aus Egoismus, sondern aus einem Interesse, einer Art Neugier ist vielleicht etwas übertrieben, aber man möchte gerne wissen, gibt es da einen Zusammenhang? Wieso haben wir den gleichen Namen? Das hat mich seit dem 14. Lebensjahr dazu gebracht, dass ich meinen ältesten Bruder Peter oft als Petrus angesprochen habe, weil Andreas und Peter waren ja Fischer am See Genezareth. Peter wurde später, Simon Peter eigentlich, der später Petrus genannt wurde. In fast all meinen Videos, die ich hier habe auf YouTube, geht es darum, es geht um Christus im weitesten Sinne, um die Jünger und um die Suche nach der Wahrheit und um das Aufdecken von Widersprüchen und auch aufzeigen, was nicht passt. Das sind oft ja unliebsame Wahrheiten, die poste ich in die Welt. Und ja, was manchmal sehr hart ist und mich nach vielen, vielen Jahren auch mehrmals an diesen Punkt gebracht hat, wo ich dachte, nein, ich habe jetzt keine Lust mehr, noch weiter daran zu machen, weil die Resonanz, die kommt, sozusagen Rückmeldung, die ist quasi gleich null. Und das sind ja viele tausend Stunden, die ich damit verbracht habe. Und dass ich dann auch irgendwie sage, ich habe auch ein Recht darauf, ein paar Jahre schönes Leben zu leben und glücklich zu sein und Leichtigkeit zu leben. Und irgendwann muss mal Schluss sein mit der Schwere dieser Wahrheitssuche. Aber gut, ich bin noch nicht an diesem Ende oder habe wieder den Mut gefunden, etwas zu suchen oder etwas mitzuteilen und habe heute auf Facebook Folgendes geschrieben. Da setze ich mal eben meine Brille auf.
was die römisch-katholische Kirche und Christus voneinander trennt. Erstens die Selbstdarstellung und Selbstverherrlichung des Vatikans. Das kennt jeder. Der Papst, der dasteht, sich bejubeln lässt, sich auf einer Sänfte tragen lässt und Hunderttausende oder zigtausende stehen da und applaudieren und klatschen und egal wo er herfährt, in den Straßen stehen Menschen mit Fahnen und applaudieren. Das ist die Selbstverherrlichung und die Selbstdarstellung. Sich so sehr zu entfernen, sozusagen, von der Masse, sich darüber zu erheben. Zweitens, die Tradition der Päpste, sich als heiliger Vater anreden zu lassen, sich sozusagen Gott nennen zu lassen. Dieser Titel ist austauschbar, denn er wird nach dem Tod eines Papstes an einen anderen Sterblichen weitergegeben, aber Gott als Vater ist unsterblich. Und wenn es überhaupt irgendjemanden gibt, der den Titel Heiliger Vater verdient, dann ist es das oder der, was wir Gott nennen, egal was es letztlich ist. Drittens, der unglaubliche Pomp und angehäufte Reichtum. Das heißt, der Vatikan von innen mit Schätzen, die zig Millionen wert sind und ja, ein unvorstellbarer Reichtum innerhalb des Vatikans, unterhalb des Vatikans. Viertens, die erbeuteten, beschlagnahmten oder gestohlenen Güter. Das wissen wir auch, dass viele Güter gestohlen wurden von der katholischen Kirche, von Kreuzrittern, von ja, Angehörigen der katholischen Kirche. Viele Menschen wurden ermordet und deren Güter wurden gestohlen. Vieles wurde beschlagnahmt, den Juden wurde vieles weggenommen, sehr viel gestohlen. Dann habe ich das war Punkt 4, Punkt 5, unzählige Kriege, die im Namen der römisch-katholischen Kirche geführt wurden oder die die römisch-katholische Kirche gefördert hat oder überhaupt erst inspiriert hat, dass sie stattfinden. Sechstens, der grenzenlose Verstoß gegen das Bilderverbot im zweiten Gebot. In dem wirklichen zweiten Gebot, in dem ausführlichen, steht die Passage, dass du dir kein Bild machen sollst von dem Himmlischen und dem Irdischen und du sollst dir keine Idole schaffen. Das heißt, mache dir auch kein Bild von Christus, von Jesus, mache dir kein Bild von Gott, bete es nicht an, unterwerfe dich ihm nicht und schaffe dir nicht sonstige Idole, die du verehrst. Das ist ja quasi Abgötterei, kann man sagen. Das war Punkt 7, die Schaffung von Idolen. 8, Aberglaube. Das gehört dazu, die Marienverehrung. Und auch diese Anbetung der Idole, das ist Aberglaube. 9, die Verfälschung des Sabbat und Einführung des Sonntags als Ruhetag. Die Bibel basiert ja auf dem Alten Testament, der Torah, der jüdischen Bibel, die Bücher Mose, und dort ist der Sabbat halt auch als Gebot sozusagen angegeben. Das ist der Ruhetag. Der Sabbat geht von Sonnenuntergang Freitag bis Sonnenuntergang Samstag. Das bedeutet ein Tag. Der Tag beginnt also gar nicht morgens früh wie bei uns hier in unserer Religion oder unserem Denken, sondern der Tag beginnt mit Sonnenuntergang bis dem nächsten Sonnenuntergang. Das heißt, auch eine Nacht durch die Nacht gehört mit zu dem Tag. Die Nacht und dann folgt der Tag. Das gehört zusammen. Das gehört auch zusammen, weil es die vereint, Tag und Nacht sind eins. So, dann habe ich, das war die Verfälschung des Sabbat. Dann habe ich Punkt 10, die eigenmächtige Zusammenstellung der Evangelien. Die katholische Kirche hat entschieden, welche der vielen Evangelien, die es gibt, lassen wir zu für die Bibel und welche nicht. Das bisher berühmteste, was nicht zugelassen wurde, was es aber gibt, das ist das Thomas-Evangelium. Thomas, der vieles anders betrachtet hat, gewertet hat und auch geschrieben hat als die anderen, wurde ausgeklammert, weil seine Sicht der Dinge nicht zu diesem
Gesamtkomplex der katholischen Kirche passte, woraus sie Kapital schlagen kann, aus einem verdrehten Glauben, den sie sich so zusammengebastelt hat, konstruiert hat und mit dem sie ja Milliarden an äh, Geld gemacht hat und Macht permanent. Immer mehr Macht, immer mehr Macht, immer mehr Macht, immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld. Ein eigener Staat. Das war die eigenmächtige Zusammenstellung der Evangelien. Da kann man natürlich noch vieles zu sagen, aber so lange will ich es ja nicht machen. Punkt 11, die Heuchelei. Weil das ist alles Heuchelei. Das ist kein Glaube, der auf dem basiert, was dort in der Bibel im Alten Testament geschrieben steht oder in den Evangelien versucht wird mitzuteilen und worüber man auch nachdenken muss. Das ist Schule quasi. Etwas, woraus man lernt und man bastelt da nicht so dran herum. Zur Heuchelei gehört natürlich auch die Selbstverherrlichung, dass man sich selber dort so hinstellt, auf den höchsten Punkt sozusagen dann. Man hat das Recht, jemanden heilig zu sprechen. Kein Irdischer kann irgendjemanden heilig sprechen. Das geht nicht. Es gibt nur ein göttliches Wesen, das jemanden heilig sprechen kann, aber kein Mensch kann irgendjemanden heilig sprechen. Woher nimmt er das Recht? Oder woher nimmt er die Power? Das ist auch Aberglaube und das ist Heuchelei. Das war Punkt 11. Punkt 12, die Gier nach Herrschaft und Macht. Das heißt immer mehr Ausdehnung, 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 noch größer, noch größer. Wir wandern noch in das Land ein und in das. Und wer nicht freiwillig zu uns kommt, den erschlagen wir mit dem Knüppel oder stechen wir ab oder erschießen wir oder wir beteiligen uns an den Kriegen indirekt. Natürlich nicht so, dass es jeder durchschaut, sondern es läuft ja hinterrücks. Dieses, was sich da hinter den Kulissen vereint, die Staatsoberhäupter und der Vatikan, der jeweilige Papst. Was wird da zurechtgebastelt? Das war Punkt 12, die Gier nach Herrschaft. Punkt 13, halt insgesamt unzählige Morde. Dann habe ich geschrieben und so weiter und so weiter und so weiter, weil ich könnte jetzt noch 3 Tage darüber nachdenken und noch 30, 40 Punkte finden oder vielleicht auch 100. Dazu habe ich aber jetzt keine Lust mehr. Das muss reichen. Und wen es interessiert, der kann ja selber mal drüber nachdenken und schauen, ja, was fällt ihm eigentlich ein? Was passt nicht zu dem, was uns überliefert ist von Christus? Was hat er eigentlich versucht mitzuteilen? Das sind ja ganz herausragende Punkte. Das ist der Punkt der Nächstenliebe. Das ist halt das Wichtigste. Und der Punkt der Vergebung von Schuld. Das ist das, was wir halt auch in diesem Vater unser beten. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und das heißt, wir alle sind in irgendeiner Form schuldig, weil wir etwas gemacht haben, was eigentlich wichtige Gebote verletzt und wovon wir auch wussten, dass es nicht okay ist. Das ist ja nicht nur so, ein Gebot ist nicht nur so dort dahingeschrieben und ich muss mich so dran erinnern, sondern es ist, wenn man mal überhaupt davon erfährt, fühlt man, dass vieles davon bereits in uns verankert ist. Es ist schon in unserem Inneren und das ist nur noch einmal eine Wiedergabe dessen und wir wissen, es ist eigentlich nicht okay, was ich da mache. Das muss ich jetzt gar nicht lesen, dass es da steht, sondern ich fühle, das ist eigentlich nicht okay und darum mache ich das heimlich. Ich verberge das, dass ich das tue. Jetzt nehme ich mal die Brille wieder ab, weil ich jetzt nicht mehr lese. Und ich habe also ein schlechtes Gewissen und das basiert darauf, dass in mir ein anderes Wissen ist und das Wissen, dass etwas nicht okay ist, was ich mache. So, und wenn ich bete, so wie wir vergeben unseren Schuldigern, das heißt, wenn ich möchte, dass mir das irgendwann verziehen wird, alles, wo gesagt wird, okay, wir haben alle Fehler gemacht und dir ist vergeben. Das kann dann nicht nur dann passieren, wenn ich selber als Mensch das auch praktiziere, weil es ja heißt, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Da muss man überlegen,
wem bin ich eigentlich böse? Wer hat mir in meinem Leben welchen Schaden oder welches Leiden zugefügt? Oder aus welchem Grund auch immer bin ich böse auf jemanden? Weshalb verurteile ich jemanden? Weshalb vielleicht hasse ich sogar jemanden? Bin ich wütend auf jemanden? Und da sich erst einmal fragen, weshalb, was ist dort geschehen? Ist meine Sicht der Dinge richtig? Das muss man halt auch überprüfen. Auch die Umkehrung, wie hätte ich gehandelt, wenn es umgekehrt ist? Kann es sein, dass ich genauso gehandelt hätte wie der andere? Wenn ja, dann erleichtert es auch dieses, dass man vergeben kann. Und wenn man da nichts findet und es bleibt dort stehen als Schuld, dann muss man trotzdem diese Schwelle überschreiten und sagen, okay, ich vergebe dir diese Schuld, weil ich möchte, dass auch mir irgendwann eines Tages vergeben wird und ich eine reine Seele habe. Das ist der Punkt. Eine reine Seele, unbelastet, eine Seele, in der es keine Schuld mehr gibt, die frei ist, die fliegen kann, unbeschwert. Ja, noch freier kann man nicht sein. Okay, das wollte ich jetzt heute posten. Jetzt nochmal zu dem Punkt, dass ich Andreas heiße. So möchte ich angesprochen werden und das ist dieses, wo ich sage, ja, ich fühle mich eins mit dem Fischer Andreas, mit dem Bruder von Simon Peter. Und wenn ich versuche, mich an ein Vorleben zu erinnern, dann ist das etwas, womit ich mich am meisten verbinde. Dieser Andreas. Er wird der Erstberufene genannt, weil er ist eigentlich der erste Jünger von Jesus gewesen. Und er heißt, deshalb heißt er der Erstberufene. Man muss sich fragen, zu was wurde er berufen? Und er ist derjenige, der zu seinem Bruder Simon Peter gegangen ist und hat gesagt, komm mit, mein Bruder, wir haben den Messias gefunden, weil alle der Meinung waren, sie hätten in diesem Wanderprediger Jesus, den sie jetzt entdeckt haben, den Messias erkannt. Und so hat er seinen Bruder Simon Peter sozusagen mit ins Boot geholt. Ja, damit verbinde ich mich und ich verbinde mich ganz stark mit Christus, mit dem Geist Christi und ich sage das kann ich auch sagen, ich sage, der Geist, lebendige Geist Christi ist in mir. Er ist auch noch in unzähligen anderen. Kann man fühlen, man muss nur aufwachen, quasi. Dann merkt man, dass das alles bereits in einem drin ist und dieses zu leben, nach außen hin zu leben, das heißt, man lebt automatisch in dieser, im Großen und Ganzen, in dieser Art, in der Christus gelebt hat und die Jünger gelebt haben. Das schließt bestimmte Sachen aus, die wir praktizieren, oder Ziele aus, weltliche Ziele aus, die wir uns ausgesucht haben. Und was es völlig ausschließt und was ja auch nochmal ja ausdrücklich in der Bibel steht, ist, dass man immer mehr Reichtum anhäufen will und immer mehr und die Gier, die Habgier, das ist unvereinbar mit Christus und dem Leben der Jünger. Und darum heißt es auch in der Bibel, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, dass ein Reicher sozusagen in den Himmel kommt. Und ja, Bescheidenheit im Großen und Ganzen ist ein wesentlicher Punkt, die man praktizieren sollte. Dann kann man auch darin entdecken, dass in der Bescheidenheit und in dem wenigen, was man hat, ein ganz, ganz großer geistiger Reichtum enthalten ist. Wenn man das spürt, dann
ist es einem völlig egal, wie man bewertet wird von anderen. Ob andere einen als Loser bezeichnen, weil man nicht 2 Autos hat und nicht zweimal im Jahr in Urlaub fährt oder kein eigenes Haus hat oder so. Oder verspottet wird von anderen. Das lässt einen eigentlich kalt. Kann man sagen. Es entfernt einen von den anderen. Klar ist dann eine Distanz da, aber es lässt einen kalt, weil man spürt, es gibt ja einen völlig anderen Reichtum als die Materie, das Geld, materielle Geld, was wir verehren, sozusagen zu Gott gemacht haben. Und das ist Geist. Geist ist der höchste Reichtum. Geist und Liebe, diese Emotionen. Und in dem lebendigen Geist Christi ist bereits eine Emotion enthalten. Das gehört zusammen. Deshalb liest man die Bibel, wenn man sie wirklich liest, oder die alten Bücher, die alten Schriften, auch emotional, nicht gefühllos. Bzz, 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 Zahl, 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 und dann rattert es irgendwie wie so ein System, sondern man ist berührbar durch das, was man liest. Und wow, da trifft es einen. Das ist ja ein Gefühl. An manchen Stellen muss man vielleicht weinen, an anderen ist man wütend, man fragt sich, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Und da muss man versuchen, das zu hinterfragen. Was ist die Wahrheit davon? Ist dahinter vielleicht eine höhere Wahrheit und die Absicht ist, denke selber nach. Denke selber nach und wie ist dein Herz? Wie fühlst du, wenn du das liest? Und wenn das unvereinbar ist mit deinem Herz, dann mach dir Gedanken darüber. Und wenn du 1000 Stunden darüber nachdenkst, macht es einen Sinn. Und so entwickelt man sich geistig weiter. Und das liebe ich, muss ich sagen. Das liebe ich absolut, absolut, absolut. Diese geistige Verbindung. Ja, das ist das. Das ist auch das, was alle Juden mit den alten Schriften verbindet. Das ist wie das tägliche Brot. Das habe ich auch schon mal gesagt. Okay, also ich mache jetzt mal Schluss und wenn ich Lust habe, mache ich mal wieder ein neues Video. Im Moment, diese letzten Videos, es ist halt starker Tobak, den ich da poste und auch das, was ich auf Facebook schreibe. Und ja, auch seit 6 Jahren, glaube ich, oder 5 Jahren, wie lange ich bei Facebook bin, weiß nicht, schreibe ich es. Und zu 90, 95% geht es in allem, was ich poste, halt um dieses Thema. So, alles klar? Okay, ciao, shalom. Hier noch ein Punkt, wie man etwas sieht. Ich filme mich jetzt mit meinem Handy, das habe ich hingestellt und filme, damit ich sehe, ob ich in diesem Bild drin bin, über das Display, also eigentlich rückwärts. Darum ist hier die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hand hier hebe, dies ist meine rechte Hand. Hier ist bei mir rechts und hier, das ist meine linke Seite. Und ich bin mal immer gespannt, ich schaue mal immer, versuche mich daran zu erinnern, schau mal bei dem Video, ist das auch so? Oder ist es seitenverkehrt, spiegelverkehrt? Da muss man halt sehen. Und wenn es seitenverkehrt ist, dann ist es auch das Bild ein bisschen anders, sozusagen, also weil es ja vertauscht ist. Okay, ja. Ja, ciao, macht's gut. Ich wünsche uns allen eine schöne Woche und hoffe, dass der Frühling durchkommt.